So, erkunden wir doch weiter die Werft. Achso, kann ich mir den Mantel eigentlich nochmal genau näher angucken? Wenn ich den ablege, kann ich den... Ganz schön fett. Nee, ich kann den Mantel nicht so einfach... Vor allem habe ich jetzt voll viel Schauder, ne, mit dem Ding. Weil dann habe ich doch jetzt 7 Schauder. Das ist fast genauso viel, wie ich durch Enzyklopädie habe. Also wenn wir jetzt nicht die Stadt wahrnehmen, dann weiß ich auch nicht mehr. Mehr Schauder geht nicht. Ich frage, ob ich jetzt da direkt runterlaufen möchte. Oder erstmal das Haus erkunden, also dieser eine Raum da. Die Abdeckplatte ist mit weißen Kiefern bedruckt, beinahe wie ein verschneiter Wald. Ah ja, White Pines, ne? Ja gut, dass wir uns das nochmal angeguckt haben. Ich brauche übrigens auch noch Industrieschweröl. Ich komme auch übrigens nicht wieder zurück, oder? Weil ich bin jetzt bin ich hier drin. Oh, das geht. Dann will ich jetzt gleich Ärger kriege, weil ich durch die Tür gegangen bin, da jemand drin ist, der mich nicht mag. Oh. Auf dem Rundfunkgerät dringen seltsame Summgeräusche. Ein riesiger Sitzkuhl auf den Kissen, ein Muster aus Kaffeeringen an der Armlehne. Das ist aber der Raum von unseren Lieblingsrassisten. Buch, eine kurze Einführung in den Inframaterialismus. Was? Okay, was auch immer der Inframaterialismus. Ein gewöhnlicher Büroaktenschrank. Den Schubladen scheinen abgeschlossen zu sein. Jemand hat die Kaffeemaschine eingelassen. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. Ah, das ist aber schön, dass jemand das vergessen hat. It's unfortunate for the union to just leave their paperwork lying around like this. Das ist bedauerlich für die Gewerkschaft. Das ist die Schublade. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Oh ja, braune Akten. Hundreds of documents containing logistical data. 2 kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. In Revachol treffen ein. And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Warte mal, das wäre vielleicht ganz interessant, weil wir wissen doch, dass das in Jamrock auf jeden Fall eins der Ziele für unsere Drogen sind, oder nicht? Die wir immer noch verfolgen. Das wäre doch durchaus mal eine nähere Untersuchung wert. Irgendwas Interessantes dabei, du blätterst sie durch. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Okay, also das sieht jetzt irgendwie so aus, als würden wir das eher nicht rausfinden, oder? Willenskraftmittel. Du zwingst dich, die Akten durchzugehen? Ich hab so viel Willenskraft? Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Aha. Also nur ein echter Buchhalter, aber den kennen wir irgendeinen Buchhalter? Du siehst dir den Zettel an. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Ah, auffällig. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. Mehr Banner? Everts Pflanzen. Ist das hier Everts Büro? Das wäre natürlich ärgerlich. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Oh, das ist hier zum Lieutenant. Sehen Sie mal, Kim, ein Aufgabenzettel mit einer Reihe von Erledigungen für Everard. Von jemandem, der vor allem in großen Buchstaben schreibt. Ne? Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. Nicht wirklich, The ja. special borscht seems a bit odd in the list. Sie sehen Zettel erneut. Ein besonderes Borscht. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water all items on the list. The drawer slides shut. Okay, das ist besonders. Oh. Dunkle Flüssigkeit in der Kanne wirkt beinahe lebendig. Ach, das ist ja schön. Aber hey, wir wissen also, dass das besonderes Borscht für das Whirling. Was ist das? Postkarte Le Jardin. Der Garten von 1921. So, gibt's hier durch Zufall noch welche guten Medikamente? Nee, ich brauche kein Magnesium, verdammt, ich brauche das andere Zeug. Oh. Korrekte Bürosonnenbrille. Visuelles Kalkül. Ja, wenn das nochmal aufkommt? Jawohl. Was habe ich gerade für eine? Ich habe gerade die Logik, aber minus Autorität. Die nimmt mir Schauspielkünstler. Die Schauspielkünstler kennt immer, dass ich lüge.
Das ist also nichts, was man irgendwie machen möchte, wenn man Dialoge vor sich hat. Eine Schreibmaschine der Marke Dew. Der Modellname steht auf der Rückseite. Na gut, das ist relativ interessant. Auf dem Flugplan prangt die Überschrift: Jeder Arbeiter darf gleich Vorstandsmitglied. Und weiter unten das Gewerkschaftssymbol, der Slogan verlangt Demokratie. Was haben wir hier noch? An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Benutze Kleingeld. Wie will ich dann anrufen? The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Oh ja, warte mal. Mein motorisches Gedächtnis. Das ist tatsächlich ein interessantes Ding, ne? Das einfach wählen zu lassen. Aber ich glaube, ich habe nichts, was mir Mechanik bringt. Habe ich überhaupt irgendwas, was mir Mechanik wegnimmt? Nee. Also ich habe genau die Mechanik, die ich habe. Die habe ich und mehr wird das nicht. Ne. Okay, gut, dann versuchen wir es The einfach. already familiar cold touch of plastic. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Oh. Calling. Es klingelt. Calling. Still calling. Then. Video Revachol, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lemmy. How may I help you? Wir haben Lemmy vom Video Revachol angerufen. Ach, verdammt. Okay, gut, ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das nicht wirklich beibringt. Das war ja auch gerade echt spannend gemacht, oder? The voice of a youngster on the other end sounds as enthusiastic as that of a man walking towards the gallows. Das Schöne ist, alle Jugendlichen in dieser Welt mega enthusiastisch sind. Ach, schön. Wo bin ich denn da gelandet? Video Revachol is a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lemmy. Das ist Lemmy. Oh, es gibt so ein Telefon, also ein Telefonbot, wo du Leute dran verweisen kannst. Ich glaube, der heißt zwar Lenny, aber das ist ja eigentlich noch dran. Wenn du so Telemarketing-Leute hast, das ist natürlich im Englischen, weil wie bei den Amis ist das nicht reglementiert, dass sich Leute einfach anrufen dürfen. Dann kannst du die Leute nach Lenny weiterreichen. Das ist halt irgendwie so irgendwelche Aufnahmen von so einem älteren Mann, der dich nicht richtig versteht. Und das geht richtig lange. Und dann, was war das? Können Sie das mal wiederholen? Und nur so ein Zeug. Und das, was sich halt so weiß treibt, das heißt Lenny. Okay, kennen Sie mich? No. Nein, das will ich nicht wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung der Laden für mich hat. Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Vielleicht lernen Sie ja Videos aus. Warum habe ich Sie angerufen? Maybe you called to extend your rental period. Do you need to extend your rental period? Vielleicht, aber ich weiß nicht mal meinen Namen. Doch, ich weiß meinen Namen. If you need any further assistance, you can visit us on the corner of Voyager and Main. I can't help you over the phone. Are we done? Das He wäre. thinks you're pulling a prank on him. Oh, danke, liebe Empathie. On the corner of Voyager and Main, a large neon sign hangs on the side of a building. Video Revachol, 24 hours. It's raining and there is almost no traffic on the street. A woman's footprints in the mud lead away from the front door. Die Spuren einer Frau, die von der Eingangstür wieder. Nicht, dass das eine uralte Erinnerung ist, das ist irgendeiner meiner Mordfälle. Tiny heels tiptoeing down the road. Beautiful steps, light-footed with a lifetime ahead of them. You look up and the air seems to grow darker. Suddenly, you feel like you don't want to hear about video rentals anymore. You don't want to hear about any of it. It was all shit. It's over. Kim, Video Revachol 24 macht mich traurig. That's enough for you today. Let's conclude this call. Was war beschissen? Es. Das war's. Das habe ich aber keine Punkte gekriegt. Aber interessant, ne? Das ist halt, dass das Kim so richtig, das reicht ja für heute erstmal wieder. Die Tür ist verriegelt und kann ohne Zugangskarte von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Schade. Vermutlich hast du keine andere Wahl, als mit dem Gewerkschaftsführer zu sprechen. Ugh. Na gut, dann machen wir das wahrscheinlich heute noch und kommen da nicht drum herum. Haben wir jetzt gerade eigentlich sind wir gerade ins Büro des Gewerkschaftsführers eingebrochen. Mehr oder weniger. Aber Olle René hätte uns ja die auch hochbringen können, fällt mir gerade so ein, ne? Wenn er da oben diesen Überwachungsstand hat, dann kommt er doch bestimmt hier irgendwo hin. So, der Weg ist jetzt leider nicht ganz... Oh, ich könnte hier am Kran rumdrehen. Das ist bestimmt nicht klug, oder? A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marsh and Arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Hakenflasche?
Also da hilft mir natürlich meine Französischkenntnisse wieder wunderbar aus. Marche. On. Arrête. Off. Oder aber die Enzyklopädie, ne? Wir drücken wir auf Marsch. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Ja. Das fällt bestimmt auf jetzt, oder? Oh. Diese ganze Einrichtung sieht mir übrigens viel zu modern aus. Oh, warum macht das das? And, with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Die Mechanik ist ja auch schon wieder hier schön poetisch. Also sein Zweck hat sich erfüllt, was? Moving this container, of course. For this purpose it was built. For this purpose it has acted. And now it will rest. Ah ja, die Mechanik, die sich... Na gut, wir streichen die auch schon I Briefkästen. can't see how that was worth the records. Except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Du drückst auf Arrêt. The crane does not return to its original position. It does not move at all. Das war zu erwarten, dass der Kran sich nicht wieder bewegt, oder? Aber hey, wir können den Container hoffentlich vielleicht durchsuchen, wenn wir eine Brechstange haben. Was ist das hier noch? Hey, nicht wenig Geld. Oh, nur so fehlt das eigentlich noch viel wichtiger für Heilung hier. Auf der Plattform siehst du ein ausgebildeten Firmenlogo Quasund. Quasund ist Ardisch für Walfjord. Ardisch? Wo kommt denn jetzt Ardisch wieder her? Aber warum Walfjord? Naja, was auch immer jetzt Ardisch ist. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist Cutler, aber nein, das ist ja, ich steige nicht ganz so durch. Before you stands a cargo container. Just one of many in the yard. Meine direkte Reaktion darauf, das ist einer von vielen. Hey, Lieutenant, ich glaube, dieser Container ist was Besonderes. Is this like your thing with that wall again? Was? Das Ding mit der Wand? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Kann sein, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wir sollten da weiter nachhaken. Nein, das ist völlig anders. Ich will nicht bemalen. Ich fühle mich von ihm angezogen. There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Er hing an einen Kran. You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. Yep. We are not here to interact with containers. We are here to get the body down from the tree. Das ist erstaunlich Meter. Du öffnest die You Tür. attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. Was? Mechanisch abgeriegelt? To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Du klopfst an der No Tür. reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. Was? Rhetorik unmöglich. Du überzeugst die Tür, sich zu öffnen? Ziellos, aber gründlich seit 2 Tagen auf der... Was? Was? Ich kann... Oder habe ich noch irgendwelche Rhetorikgegenstände? Ich glaube nicht. Ach komm, wir machen es 8%. Why are you even trying to open a door with rhetoric? Mein körperlicher Einlass keine Option war. Because what wasn't an option? Mein Körper statt meines Verstandes einzusetzen. Now is not the time to get philosophical, detective. You can do that after hours. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Versuche die Tür zu überzeugen. Also jetzt, ich glaube, wir driften langsam ab, oder? Habe ich eigentlich irgendwas, das mir Rhetorik gebracht hätte? Ich habe das gerade so kategorisch ausgeschlossen, weil ich mir nicht sicher war. Oh, ne, ich kann meine Rhetorik noch weiter runtersetzen, wenn ich unbedingt möchte. Hier sind tatsächlich sehr viele Container, aber da hinten ist von noch Kleingeld. Oh. Da, hier war auch gerade schon wie ein Schauderding. Auf den Hafengelände ist es seltsam still. Die großen Maschinen schlafen. Ja, das hat uns Mechanik auch schon. Der Lautsprecher schweigt und im Hafen gibt es keine Arbeit zu organisieren. Ich habe mir das Gefühl, dass wir nicht auf dem Weg zum oh, was haben wir noch? Aus der Kluft vor dir steigt der starke Geruch von Öl und Rost empor. Riecht wie Blut. Warte mal, das ist doch so eine Kiste, die müssen wir doch eigentlich. Das müsste doch eigentlich möglich sein, das Ding aufzubrechstangen, oder? Aha! Hey! Fallenhandschuhe Ultra! Mehr Zwielicht. Was habe ich gerade für Handschuhe? Gerade habe ich Elektrochemie-Handschuhe. Dann nehmen wir lieber die Zwielicht-Handschuhe. Mit Zwielicht können wir bestimmt auch noch was machen. Geld. Thermoskanne Industriegröße. Es riecht nach Röstkaffee. Natürlich sind im Kaffeebecher Dinge drin. Unter dem Gewicht von Regen und Schnee hängt das Banner schlaff nach unten. Weiße Wellen auf rotem Grund.
Er singt Container, Container, Container. Du redest mit ihm. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Also er malt Logos auf Container. Aber warum muss er das? Achso, wahrscheinlich von der Gewerkschaft, oder? The lyrics to this container song are being made up as he goes along. Wie, was? Er denkt sich den Text aus, während er ihn singt? Das hätte ich ja nie gedacht. Das kommt jetzt überraschend. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisund on Muindi. Es gibt eine verschwindende Halbinsel? Warum das denn? Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Oh. Achso, er malt die White Pines Dinger um zu Everard. Also er möchte quasi sein eigenes Ding aufmachen. Darum geht's. Er möchte Zeit schinden. Hallo. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? The look in its deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. Danke, liebe Empathie. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Warum sind die Leute wie sie so auf Streikbrecher fixiert? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Er scheint von dir keine Antwort zu erwarten. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Naja, also er meinte, für ihn ist uns das alles egal und der Streikbrecher, also er fragt noch, wer ein Streikbrecher sind und generell überhaupt. Oh, Bernie ist am Hafen. Ja, ich habe nach dem zweiten Versuch, habe ich es dann doch mal geschafft, den Test zu machen, nachdem ich mit Kuno geredet habe, zum Springen. So, arbeiten Sie hier? Nee, überhaupt nicht. Er singt nur über das Arbeiten, dass er hier die Dinger auf Everard ummalt. Wo sind denn alle? Im Hafen ist niemand zu sehen. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Er lehnt sich zurück und schenkt dir einen vertraulichen Blick. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. Aber ich denke, er malt die Container an. Dann arbeitet er doch. So no one is working? Niemand arbeitet. Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Er überlegt einen Moment. Ah, Jean-Luc bewacht das Tor. Na gut, den kennen wir ja. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Er bricht Akt. Wirkt aber so, als ob er dir mehr erzählen wollte. Oh, okay, Titus ist also, sie wurden auf einen kleinen Urlaub geschickt für eine Woche. Ach, dessen waren sie jetzt wahrscheinlich gestern nicht da, ne? Verstanden, was haben sich denn Titus und seine Freunde für Ärger angehandelt? Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Er lächelt und beugt sich vor. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Wirklich? Haben sie jemanden umgebracht? No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. I don't want to get them in trouble over a little drinking. Naja, Titus und seine Jungs machen gute Arbeit. Und nur weil, der will nicht über sie reden, nur weil sie mal ein bisschen betrunken He waren. probably doesn't know anything anyway. Who in their right mind would tell him? Niemand bei rechten Verstand würde ihm was erzählen. Ja, was machen sie mit den Containern? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Er macht Plan für die Container, damit sie für die Kran-Typen leichter zu bedienen sind. Aber du betrachtest die Bergen Container, die sich hinter ihr auftürmen. The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. Ah ja, die White Pines Dinger sind grün. Oh. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. Wo haben die ganze rote Farbe her? There appear to be cisterns underneath the Union container covers. In den Containerplan befinden sich anscheinend Tanks. Tanks wofür? Achso, und das sind gar keine richtigen Container, sondern da sind nur Planen drüber. Das sind so eine Tanks wie das Ding, wo er gerade drauf sitzt. Das sieht nach einer umfassenden Umdekorationsaktion aus, Kim. Leo hat Ihnen jemand gesagt, warum Sie die Plane auswechseln müssen? Was ist denn diesen roten Plan? Ich rede also mit Kim. Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. Eine heimliche Umwidmung. Frau Maleon? No, not really. Mr. Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Everett meint, er würde alles weitererzählen. Das ist aber eine Überraschung.
Ach, er zuckt mit den Schultern und fährt fröhlich fort. Was ist unter dieser roten Plane? Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most of them have labels on them, I think. Chemikalien. Das ist auch eine sehr süße Schreibweise für Chemikalien. Danke, Leo. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Arbeiten Sie hier? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Was? Sein Name ist... Achso, er heißt Leonard. Im Englischen ist es Leonard. Und dann ergibt nämlich Leonard, Leo überhaupt keinen Sinn. Aber wenn das halt natürlich, wenn es Leonard ist, dann spricht man Leonard wirklich Leonard aus? Ich dachte, Leonard schreibst du wirklich L-E-N-N-E-R-T. Der kleine Mann hebt seine Hand zu einem Willkommensgruß. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town. And Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Wer ist denn jetzt Mr. Edgar? Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Er lacht wieder gutmütig. Fräulein Beaufort? Hieß unsere gute Elisabeth durch Zufall so? Who is this, Miss Beaufort? Der Lieutenant zieht zu Leo auf. A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. Also er hat eine Frau. Also was, ihre Haut ist so wie ein Schokoriegel von Düs und Zucker, die meine Frau so sehr mag. Auf den kann man so schön herumschlecken, wenn man sich nach dem Essen neben dem Rundfunkgerät setzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Doppel-Entendre ist oder ob das jetzt hier der Typ wirklich so unschuldig ist. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Er kann sich nicht entspannen, weil er so viel arbeiten muss, aber alle anderen Leute streichen. Stay on this Miss Beaufort topic. Ja, sagt die Willenskraft. Wer ist jetzt diese Fräulein Beaufort? Naja gut, das ist dunkle Hautfarbe. Ich habe ja eine Ahnung. Oh, Lizzie. She is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. Ach, Olle Everett hat das auf lange Hand hingewiesen. Also, er hat tatsächlich Leute auf die Uni geschickt. Das quasi von der anderen Seite. Also, das ist also unsere gute Elisabeth, heißt in Wirklichkeit Beaufort, also Elizabeth Beaufort, und hat Jura studiert, ne? Das ist ja schön. Respects that word. That's obvious. Rechtsgelehrt ist für ihn But Respekt. she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. Das Ding ist, so wie sie mit uns geredet hat, hat sie fast ein bisschen idealistisch gewirkt, was die Arbeiterrechte angeht. Da wirkt das ihr Verhältnis zu dem, was wir bis jetzt von Everett gehört haben, ein bisschen komisch, ne? For a fraction of a second, there's sadness in his eyes. Oh, Traurigkeit? If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Ach, deswegen. Seine Frau kann keine Kinder haben. Dr. Lemaitre said so. And she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Aha. Law school? Could she be talking about the union fixer, aka the gardener? Ja, die Problemlösung der Gewerkschaft. Er seufzt und verstummt, während er es mit seinen ach so blauen Augen sanftmütig anschaut. Ich mag ihn trotzdem. Ach, das ist also die Problemlösung der Gewerkschaft. Die Gärtnerin! Looks like it. Sieht so I'm not aus. sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip too. Der kleine Mann schenkt ihr ein entwaffnetes Lächeln. Telling the gardener you know her name might throw her off. Perhaps something to consider later. Ja, das sollten wir später nutzen. Der Mann ist erstaunlich nützlich, sag ich mal, nicht wahr?